deutsch-japanische Chor Der Flügel aus Karlsruhe verbindet seit 2002 sehr erfolgreich musikalische Klänge mit interkulturellem Austausch mit Japan, dem Land der aufgehenden Sonne. Musikalisch führt Makitaro Arima, den es seinerzeit zum Musikstudium aus Japan nach Karlsruhe zog, als Chorleiter, Dirigent und Solist die Sängerinnen und Sänger des Chorvereins gekonnt informativ und stets humorvoll durch Proben und Auftritte. Dann als zweites hören Sie. Ja. So. Es kommt von Niigata. Es ist so ist Japan und dann etwas nördlich und dann diese Seite. Diese Seite. Moment. So, dann diese Seite. Unterstützt wird er von der mit derselben Motivation nach Deutschland gekommenen Pianistin und Komponistin Reiko Emura, die neben den eigens für den Chor arrangierten Medleys traditionell japanischer Lieder auch eigene neue Lieder beisteuert. Begleitet wird der Gesang neben dem Piano zudem von weiteren Künstlern an Schlagzeug, Violine und traditionell japanischen Instrumenten wie dem Saiteninstrument Koto und dem Trommelinstrument Wadaiko. So entsteht eine wunderbare Mischung aus europäischen wie auch ostasiatischen Klängen. Kulturell bringt der Chor mit regelmäßigen Beiträgen in Kulturfesten und auch mit eigenen Veranstaltungen die japanische Kultur ihren Besuchern und eigenen Mitgliedern näher. Nun kommen wir zur 5. Frage. Aus wie vielen Inseln besteht denn Japan? Wie viele Inseln hat Japan? Ein bisschen weniger als 8000. 7.999. Circa 7000 Inseln hat Japan. Hierzu zählt etwa die jährlich Anfang des Jahres organisierte japanische Neujahresfeier Shinnenkai mit unterschiedlichen kulturellen Beiträgen wie dem traditionellen Löwenbiss Shishimai, der Glück bringen soll, oder japanischen Kulinaritäten wie dem selbst am Tisch zubereiteten Eintopfgericht Sukiyaki oder der selbst aus gedämpftem Reis gestampften Süßigkeit Mochi. Doch das größte Highlight des Chorvereins ist die Japan-Tournee, die alle 3 Jahre von der Chorleitung organisiert und durchgeführt wird. Hier wird das Ziel des Musizierens und des interkulturellen Austauschs perfekt miteinander verwoben und in Form einer gemeinsamen Reise durch verschiedene Regionen Japans mit vielen Musikproben, 2, 3.
mehreren Auftritten, aber auch mit Kulturbesichtigungen. Sightseeing-Pausen, und Kooperation mit japanischen Chören auf die Spitze getrieben. Neben der optionalen Möglichkeit, bei Gastfamilien zu übernachten, ist noch die Tatsache, dass die Chorleitung und einige andere Teilnehmer selbst Japaner sind und somit eure Fragen zur Kultur oder anderen Begebenheiten, auf die ihr während der Reise unweigerlich stoßen werdet, jederzeit direkt beantworten können, was eine große Bereicherung ist auf Auslandsreisen. Wenn du immer noch nicht sicher bist, ob du mitmachen sollst, hier sind einige unserer Mitglieder mit weiteren Gründen, warum sich das Mitmachen lohnt. Am Chor gefällt mir natürlich so dieses Internationale. Wir sind ja 6 bis 7 Nationen, dass wir trotz unserer sehr unterschiedlichen kulturellen Prägungen und Erfahrungen es immer wieder schaffen, wunderschöne Klänge zu erzeugen, wo sich einfach diese Unterschiede verwischen und bedeutungslos werden. Einfach die Musik gefällt mir, die japanischen Lieder vor allem, die Harmonie, und es zieht einen schon mit, ja. Schöne Mischung, nette Leute, gute Atmosphäre, es macht immer Spaß zu kommen. Das sieht man auch den Unterschied, denke ich, zu unserem Kirchenchor, wo Leute auch hingehen, weil sie immer hingingen oder weil die Mutter hinging. Ja, weil es Gewohnheit ist, das gehört sich so. Der Chor gefällt mir ganz gut, weil ich auch erstmal den Dirigenten sehr mag und der Dirigent mich immer ein Stück weitergebracht hat. Ich mag das, seine Art. Ich kann da sehr viel singen, das ist bei anderen Chorleitern anders und das macht mir Spaß. Was mir am Chor gefällt, ist die Lieder auf Deutsch und Japanisch zu singen natürlich. Zu sehen, dass es so viele verschiedene Leute gibt, auch nicht nur deutsche oder japanische Leute. Ich mag die Leute. Ich finde es schön, dass wir relativ anspruchsvolle Musik machen in dem Chor und dass der Chor auch relativ international ist. Der Flügel ist ein besonderer Chor. Wir singen auf Japanisch und Deutsch mit so interessanten Bearbeitung. Wir machen vieles, nicht nur singen, sondern auch Reise, Essen verkaufen oder kochen. Ja, einfach kommen und mitmachen, auch wenn man an den Proben nicht so lange da ist, aber trotzdem auch im Konzert mitmachen. Es ist bei uns erlaubt. Durch Konzertauftritt lernt man wirklich vieles und es ist sehr, sehr unvergesslich. Deshalb also mutig zu uns kommen, einfach mitmachen. Also, wenn du Spaß am Singen hast und dich auch nur ansatzweise für die japanische Kultur interessierst, dann melde dich bei uns und bring am besten gleich noch jemanden mit. Und mach dir keine Sorgen, auch Anfänger sind bei uns herzlich willkommen. Trau dich! Singen ist eine wundervolle Abwechslung zum Alltag und erwärmt das Herz. Eine Sammlung der häufigsten Fragen und Antworten zum Chor, inklusive der, wie du bei uns mitmachen kannst, findest du unter links.chorderflügel.jp/FAQ oder klicke einfach den Link in der Videobeschreibung. Wir freuen uns natürlich auch über Anfragen zu Auftritten, egal ob in Deutschland, Frankreich oder Japan. Kontaktieren Sie uns einfach unter info@chorderflügel.jp.
www.chor.jp. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Video einen Einblick in unseren Chor gewähren. Weitere Videos folgen. In diesem Sinne, bis bald. Oder wie man auf Japanisch sagt, Mata ne!